Also wir sitzen im Trockenen, wir sitzen im Westen, wir sitzen mit eurer Hilfe, ja, also wir können einiges bewegen. Das ist vielleicht die Motivation, dass wir einigen Menschen auch richtig helfen können. Also die Situation verändert sich ständig. Es hängt davon ab, was auf der Front passiert. Und es kommen mal mehr, mal weniger Flüchtlinge. Und deswegen verändert sich auch so unsere Arbeit. Man bekommt aus den Nachrichten, was Sie auch bekommen, ständig traurige Nachrichten, weil es kommen ständig neue Flüchtlinge am Bahnhof. Das erleben wir, wenn wir das Essen verteilen. Die Zahl von Portionen hat sich verändert. Die Menschen, die jetzt hier geblieben sind, ich würde sie so bezeichnen, das sind jetzt Menschen, die einfach weniger Mut gehabt haben, auszureisen. Das sind die Menschen, die in den Notunterkünften geblieben sind. Sie wissen eigentlich nicht, wie es weitergeht. Sie wissen nicht, ob sie jetzt morgen in Richtung Westen ausreisen, ob sie hier in Lviv einfach noch eine Zeit bleiben oder eventuell auch, ob sie jetzt nicht zurückkehren, wenn zum Beispiel im Region Kiew das jetzt schon man machen kann. In den meisten Fällen sind es jetzt keine gesunde Menschen mehr. Die sind so traumatisiert, die sind so zerschlagen, die sind so unsicher, die wissen einfach nicht, wie es weitergehen soll. Ja? Die wissen nicht, welche Entscheidung die morgen treffen sollen. Die wissen nicht, was ihre Kinder machen sollen. Die wissen nicht, ob es nochmal irgendwann die Schule für die Kinder gibt. Die wissen nicht, wie es dann im Ausland letztendlich aussieht. Die meisten jetzt von Osten waren nie im Ausland. Ja, für alle diese Menschen, das ist einfach purer Stress und pure Traumatisierung. Also das Problem kann man richtig angehen, wenn diese Menschen einfach die Sicherheit bekommen, also bestimmte Sicherheit bekommen, dass die nicht mehr unter dieser Gefahr leben müssen. Dann könnte man mit diesen Menschen sage ich so, eine Therapie machen. Aber mit wie vielen kann ich mir nicht vorstellen, wie viele Psychologen, wie viele Fachleute man haben muss, äh, um die alle zu erreichen. Das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Aber bevor man diese Sicherheit nicht hat, man kann nur diesen Menschen zeigen, dass man mit diesen Menschen einfach zusammenhält, ja, dass man diesen Menschen helfen will. Mehr kann man wahrscheinlich nicht machen. Man versucht einfach irgendwie professionell zu bleiben, einfach die Arbeit zu machen. Man hat sehr große Aufgaben vor uns. Also wir sind jetzt prädestiniert durch unsere Situation. Man bemüht sich immer, die Ladungen, die Hilfsgüter da zu versenden, zu verschicken, wo es am schlimmsten ist. Von Kharkiv im Norden, dann etwas tiefer Summe bis nach Odessa. Ähm, es geht, es geht nie so gut, wie man möchte. Also man möchte LKWs, große LKWs schicken, weil vom Bedarf, dass wir das Sinnvollste und auch das Effektivste, aber es geht nicht. Es fahren diese kleinen Transporter. Also wir verlassen uns auf keine humanitäre Korridor. Eigentlich diese alle Hilfslieferungen, die gehen irgendwie durch oder Umwege zu diesen Ortschaften. Die Menschen kommen von da, die kennen die Wege und die Russen haben jetzt nicht komplett so alles umriegelt, alles besetzt, dass man nicht umfahren kann. Und das ist das, was die Menschen auch rettet. Es sind auf jeden Fall die Medikamente und sind Lebensmittel. Außerdem gibt es noch
also Transportmittel, RTWs, also Krankenwagen. Wir wissen, dass bis heute wurden 70 zivile Krankenwagen zerschossen. Man hat sehr große Aufgaben vor uns. Also wir sind jetzt prädestiniert durch unsere Situation. Also wir sitzen im Trockenen, wir sitzen im Westen, wir sitzen mit eurer Hilfe, ja, also wir können einiges bewegen. Das ist vielleicht die Motivation, dass wir einigen Menschen auch richtig helfen können.